war so in Schock, dass das Rennen doch auf keinen Fall hier vorbei sein kann. Es war so stockduster, ich musste immer wieder so alle 5 bis 10 Minuten stehen bleiben und schauen, okay, bin ich noch richtig? Bei mir ist einfach mein Magen ein Riesenproblem bei den Nachtläufen. Ich habe da echt in dem Augenblick mich entschieden, jetzt vernünftig zu sein. Nachdem ich letztes Jahr bei der Zugspitze ja leider eine nicht so schöne Erfahrung hatte, war mir klar, dass ich dieses Jahr wieder an der Zugspitze laufen will. Und als ich dann im Herbst erfahren habe, dass es das erste Mal UTMB World Series in Deutschland sein wird, war es eigentlich auch keine Frage. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, die gleiche Strecke wie vor 2 Jahren zu laufen, weil der Start um 23 Uhr war, weil es einfach relativ ähnlich zum TDS ist, weil es trotzdem für mich eine Herausforderung ist, weil es ein Nachtrennen ist, aber man die Aussicht darauf hat, dass halt dann in ein paar Stunden der Morgen kommt und damit auch alles besser wird. Das heißt, ich hätte ein Nachttraining, was einfach meine große Schwäche ist, nachts zu laufen. Und trotzdem aber auf einer Strecke, die ich kenne und wo ich weiß, eigentlich liegt sie mir und vielleicht eine positive Erfahrung auf dem Weg nach Chamonix. Ja, ich bin im April dann beim Mont Ventoux gelaufen, wie man auch in der Episode gesehen hat. Danach ist meine Erholung eigentlich sehr, sehr gut gelaufen und daher bin ich 2 Wochen später in Garmisch-Partenkirchen mit meinem Bruder zusammen beim Everesting gestartet. Everesting bedeutet, dass man 8.850 Höhenmeter bergauf sammelt und bergunter ging es halt mit der Gondel. Und ich habe das gemeinsam mit meinem Bruder als Staffel gemacht, weil es halt noch recht frisch nach meinem Rennen war und auch so ein bisschen einfach zum Spaß sein sollte, weil die Rennen und alles ist immer so ernst, man hat so viel Druck, dann ist es ganz schön, wenn man so ein paar kleinere Events zwischendurch hat, wo man einfach zum Spaß startet. Ich habe auch noch mal eine Fastest Known Time eingebaut in meinen letzten Trainingsvlog. Mein Ziel ist es heute, auf der Sella Ronda eine neue Rekordzeit zu laufen. Die war so zwischen 40 und 50 Kilometer lang. Das war auch ganz wichtig, einfach nochmal um so ein bisschen Verpflegungstraining zu machen. Ich habe einfach ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Gels. Ich habe einen Sweat-Test gemacht, einfach um genauere Analysen für meine Verpflegung und Nutrition zu haben. 42,5 Kilometer, 2700 Höhenmeter hoch, 2700 Höhenmeter runter, 5 Stunden 3. 55 Minuten schneller als der alte Rekord. Ja, also ich bin am Donnerstag bin ich von hier nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und ich habe Sven mitgenommen. Und wir wollten zur Elite-Präsentation und als wir im Auto waren, habe ich eigentlich noch fast so flapsig im Spaß gesagt, das wäre ja was, wenn sie wegen des Wetters jetzt alle Strecken ändern. Und dann waren wir so eine Viertelstunde vor Ankunft und dann hat Sven gesagt, er hat gerade die Nachricht bekommen, die Strecken sind verändert. Diese Saison war es einfach so, wenn ich mich bei UTMB World Series Rennen angemeldet habe, dann haben sie entweder nicht stattgefunden oder wurden umgeändert wegen des Wetters. Vielleicht bin ich einfach nicht so der Glückspilz dieses Jahr. Ja, als ich dann gehört habe, der Start ist auf 21 Uhr verschoben, ging es mir natürlich nicht gut, was soll ich sagen. Wer mich kennt, weiß, dass das für mich das Schlimmste ist. Also ich traue mich im Moment nicht an den UTMB ran, weil der Start am Abend ist, weil ich weiß, dass ich nicht mit einem Abendstart gut durch die Nacht komme, dass ich das kräftemäßig nicht schaffe mit meinem Magen, dass ich da immer wieder Probleme und Baustellen habe und habe schon auch mit dem Gedanken gespielt, ob es dann für mich überhaupt Sinn macht zu starten. Das muss ich auch ehrlich sagen. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, ich nehme es jetzt so, wie es kommt. Ich habe dann trotzdem versucht, mir nicht die ganze Freude nehmen zu lassen und habe mich halt sehr darauf konzentriert, dass erstmal der Community Run ansteht. Ich habe gemeinsam mit Deadlancer so einen ganz kleinen Shakeout gegeben. Wir sind 5 Kilometer durch Garmisch-Partenkirchen gelaufen und es waren so viele Leute. Es war echt cool. Also es war richtig schön. Es war einfach toll, auch von so vielen Leuten zu hören, wo sie herkommen, wieso sie da sind, wann sie angefangen haben, ob das ihr erstes Trailrennen ist, ihr 100. Also es war einfach eine bunte Mischung und das hat richtig viel Spaß gemacht. Das darfst du nicht so genau sehen. Sonst sagt danach wieder jeder, das ist falsch. Das ist einfach nur für den Kopf. Ja, was soll ich sagen? Wer rechnen kann, weiß, es war für mich Zyklus Tag 1. Also das war natürlich was ich vorher wusste. Ich tracke meinen Zyklus seit Jahren und natürlich war meine Rennplanung ursprünglich dieses Jahr einfach anders und hat sich durch das erste Rennen verschoben. Und dann kann man das natürlich innerhalb der Saison auch nicht so ganz genau fixieren, aber es sind halt Herausforderungen, die man meistern kann. Nur wenn dann so ganz viele Veränderungen auf einmal auf einen einprasseln, dann kann das manchmal ganz schön schwierig sein. Ja, als wir zum Rennen gefahren sind, zum Start, da hat es halt total doll geregnet und da habe ich schon gedacht, das war die richtige Entscheidung vom Veranstalter, dass sie zum Beispiel den 100 Meiler am Tag vorher gekürzt haben, weil da wären sonst noch super viele auf der Strecke gewesen.
Gleichzeitig habe ich aber auch innerlich so ein bisschen gehofft, dass sie sagen, okay, Start ist jetzt doch um 23 Uhr und nicht gleich. Aber das war dann nicht so. Also es hat ja rechtzeitig zum Start aufgehört zu regnen. Ja, es war eine andere Location. Wir sind auch in einer Halle gestartet. Das hatte ich so eigentlich auch noch nicht. Ich fand, beim Start war eigentlich alles recht angenehm. War da eigentlich dann schon auch in Vorfreude auf diesen Start. Also da habe ich dann gedacht, eigentlich ist es auch cool, wenn ich dann morgen früh einfach schon fertig bin. Ich glaube, es haben halt alle so ein bisschen versucht, das Beste draus zu machen. Und deswegen war beim Start halt auch eine gute Stimmung. Es waren viele Leute da. Es war auch wirklich, ja, dadurch, dass es dann in dem Augenblick noch hell war, schon auch cool, loszulaufen. Also diese Führungsgruppe, die sich dann so gebildet hat, wir waren 10 Leute, wir haben uns ungefähr nach einem Kilometer schon das erste Mal verlaufen. Du musst noch 1 Kilometer verlaufen. Die ganze Führungsgruppe. Scheiße. Ja, es waren alle einfach super angespannt. Ich hatte das Gefühl, es war nicht nur für mich so, sondern es war einfach für alle, zumindest da in dem vorderen Teil so, dass nicht so ganz wussten, was sie jetzt erwartet, wie sie mit der Veränderung umgehen. Der Start war einfach viel flacher, als es eigentlich beim Airwald Trail gewesen wäre. Eigentlich geht es ja dann relativ schnell hoch und bergauf und das mag ich eigentlich zu Beginn des Rennens immer lieber, als wenn man erstmal relativ lange so flacher hoch oder runter läuft. So war das Rennen erstmal ein bisschen stressig am Anfang. Ich habe ständig auf meine Uhr geschaut, ob der Puls passt. Ich habe ständig geschaut, ob die Pace passt. Dann auch ständig kontrolliert, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist dann so dämmerig geworden und ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, wenn es jetzt dunkel wird alles ein bisschen ruhiger. Es werden sich Gruppen finden. Aber das war irgendwie nicht so. Es hat mir schon so ein bisschen gefehlt, dass man nicht so wirklich Leute zum Miteinander laufen hatte. Die Männer vor mir waren mir ein bisschen zu schnell und hinter mir war dann aber auch schon eine recht große Lücke. Also der erste Uphill, da habe ich mich schon gut gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Beine sind echt gut. Ich habe das Gefühl gehabt, die Verpflegung funktioniert gut und war zu dem Zeitpunkt auch noch überrascht, wie gut der Magen war. Und bin eigentlich sehr zuversichtlich dort hochgelaufen zum höchsten Punkt. Als ich da ankam, hat es dann aber angefangen, richtig schwierig zu werden. Das war so stockduster. Ich habe trotz der Lichter einfach nicht gut sehen können, in welche Richtung der Weg geht. Und leider haben die Markierungen auch nicht reflektiert. Das war sehr, sehr schwierig. Sodass ich da echt Schwierigkeiten hatte und oft stehen bleiben musste, was ziemlich viel Zeit kostet. Also ich bin den Downhill eigentlich ganz gut gelaufen, musste aber immer wieder so alle 5 bis 10 Minuten stehen bleiben und schauen, okay, bin ich noch richtig? Ist der Weg etwas weiter rechts? Ist er gerade runter? Das hat mir schon einiges abverlangt, weil ich mich dann auch innerlich immer geärgert habe. Ja, das hilft schon, wenn man entweder direkt jemanden vor sich hat, das ist natürlich Best Case, aber auch wenn irgendwie nur 5 Minuten wer davor ist, hilft es einfach, weil man in der Ferne ein Licht sieht und dann weiß man, ich muss jetzt mich etwas links halten oder etwas rechts halten. Während wenn man alleine unterwegs ist, dann schaut man durch das schnelle Laufen mit seinem Lichtkegel einfach immer so 5 bis 10 Meter vor sich und da auf dem Weg, aber man orientiert sich parallel nicht so gut. Daher wäre ich einfach froh gewesen, ich wäre in einer Gruppe unterwegs gewesen und nicht allein. Zu dem Zeitpunkt ist es mir körperlich eigentlich echt noch gut gegangen und meine Verpflegung hat auch noch gut geklappt. Ich konnte bis dahin meinen Plan genau verfolgen, was Essen und Trinken anging und hatte auch überraschenderweise noch keine Magenprobleme und war da zu dem Zeitpunkt deswegen echt eigentlich voll zufrieden, nur eben ein bisschen gestresst, dass das mit der Routenfindung nicht so ganz optimal lief. Ja, also es geht auf jeden Fall darum, sobald man in die Verpflegungsstation kommt, dass man am besten sofort sieht, wo ist meine Assistenz und wie kann ich so schnell wie möglich wieder raus. Und dann ist man natürlich auch ein eingespieltes Team, sodass diese Abläufe viel, viel schneller werden. Es war schon eine coole Stimmung, als ich da reingelaufen bin. Aber ich habe da versucht, voll im Tunnel zu bleiben, weil ich da in dem Moment schon gemerkt habe, jetzt kommt so ein bisschen die Übelkeit. Ich habe mir dann Kopfhörer reingemacht, damit ich so ein bisschen das Gefühl habe, ja, es muss schneller gehen. Aber es war schwierig und gerade zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, Übelkeit und Magen werden gerade etwas schlechter und bei mir ist es immer so, wenn ich dann nicht Höhenmeter hoch mache oder Höhenmeter runter mache, sondern viel flach laufe, dann merkt man das natürlich noch extremer. Das ist so ernüchternd, dass es einfach nicht hell werden wird. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie cool es war, letztes Mal zu dieser Zeit. Schrecklich. Ich habe halt vorher, als ich mich mit dem Rennen auseinandergesetzt habe,
damit geliebäugelt, dass ich mich natürlich mit meinen Zeiten von vor 2 Jahren vergleiche. Vor 2 Jahren hatte ich dort ein super Rennen, bin die schnellste Frauenzeit gelaufen, war auf dem Overall-Podium, bin wirklich viel schneller unterwegs gewesen, als ich das gedacht habe. Und natürlich war mein Plan für dieses Rennen, dass ich diese Zeit schlagen will. Das heißt, ich habe mich mit meinen Zwischenzeiten die ganze Zeit vorher auch schon auseinandergesetzt und auch immer geplant, okay, in dem und dem Abschnitt könnte es dann so und so viel Uhr sein und so hell werden. Und wenn ich jetzt dann auf den Abschnitten unterwegs war und realisiert habe, okay, jetzt ist es aber gerade mal Mitternacht, hier ist gar nichts mit Helligkeit, das war schon ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir da auch gewünscht, gerade weil es so relativ flach ist, dass ich halt nicht allein unterwegs wäre, weil man sich dann besser pacen und pushen kann, wenn man zu zweit oder zu dritt ist oder weiß, man hat wen im Nacken. Und das war halt alles nicht der Fall. Du musst die ganze Zeit im Augenblick sein und hast immer im Kopf, bin ich noch schnell genug, bin ich gerade zu langsam, lasse ich mir zu viel Zeit, muss ich jetzt was essen? Weil das ist auch was, wenn man mit wem zusammenläuft und der sich verpflegt, dann denkt man auch besser daran, jetzt muss ich mich verpflegen. So hat man schon viel Zeit, allein zu sein und auch sich allein Gedanken zu machen. Ja, also kurz vor Mittenwald hatte ich dann so ein kleines Runners High und habe mich dann auch sehr auf die Verpflegungsstation gefreut. Und auch als ich dann gesehen habe, dass meine Familie da ist. Ida! Klasse! Super! Wie das eben so ist, wenn man ein Runners High hat, alles super positiv gesehen und gedacht, ja, jetzt ist es gar nicht mehr so weit und macht doch voll Spaß und ich habe voll den Flow gefunden und es ist doch viel cooler, als ich dachte. Und vielleicht ist es heute der Nachtlauf, wo ich irgendwie meinen Magen im Griff habe. Ich habe das einfach alles so ein bisschen versucht, mir schön zu reden und auszublenden und trotzdem aber fokussiert zu bleiben. Zwischen dieser Verpflegungsstation und der nächsten war es dann aber so, dass ich gemerkt habe, boah, mir wird speiübel. Und ich hatte schon so richtig das Gefühl, ja, wie kann das sein? Ich habe doch jetzt eigentlich nichts verändert. Bisher lief doch alles richtig gut und es schon versucht auszublenden, aber ich habe es schon wahrgenommen. Ich habe versucht, vor der nächsten Verpflegungsstation vom Schloss Elmau mich sehr darauf zu konzentrieren, dass ich in dem Augenblick erstmal nur Wasser trinke, weil ich halt gemerkt habe, ich kriege gerade nichts anderes runter. Aber ich wollte alles austauschen, einfach für den Fall, dass es nach ein paar Kilometern wieder besser wird und sich beruhigt, damit ich trotzdem halt genügend Energie und Verpflegung dabei habe. Und dann habe ich mich da nicht so gut verpflegt, weil ich halt einfach vorsichtig sein wollte und in der Hoffnung war, dass es halt etwas später besser wird. Und aber auch gedacht, es wäre jetzt wichtig, wenn ich eine Gruppe finde und den Anschluss zu den Männern vor mir finde, weil ich ein bisschen Zeit auf die gut gemacht habe. Und habe dann versucht, mit denen mitzulaufen. Und das hat auch zu dem Zeitpunkt ganz gut funktioniert. Wir haben uns immer wieder so gegenseitig alle überholt. Ich glaube, von der Gruppe mit den 3, 4 Männern, mit denen ich unterwegs war, hatten fast alle in der Nacht ein bisschen Probleme. Aber manchmal kann sowas dann in dem Moment auch verbinden, weil man merkt, hey, dem geht's auch schlecht und der kämpft sich da durch. Und man sagt sich halt noch mal ein paar nette Worte. Also da waren wir echt Leidensgenossen. Ich bin bei der Laubhütte an die Verpflegungsstation gelaufen und habe gefragt, ob sie mir helfen können, meine Flasche mit Cola aufzufüllen. Dann habe ich einen Schluck genommen und bin so hinter die Aid Station gelaufen und konnte leider nichts mehr drin behalten. Und dann sind da auch die Medicals gekommen und haben mir ins Gewissen geredet, dass ich eigentlich eine Pause machen sollte oder das Rennen so nicht fortsetzen kann. Und da habe ich so sehr ein Déjà-vu zum letzten Jahr gehabt. Ich war so in Schock, dass das Rennen doch auf keinen Fall hier vorbei sein kann. Ich wollte auf keinen Fall so wie letztes Jahr, dass ich mich da so reinrenne, dass ich dann irgendwie meine Gesundheit gefährde und meinen Körper nicht mehr kontrollieren kann. Und dann habe ich in dem Moment für mich entschieden, okay, wenn ich hier aus der Verpflegungsstation laufe, dann geht es bis zur nächsten Verpflegungsstation an der Hochalm. Das sind so etwa 5, 6 Kilometer, 700, 800 Höhenmeter. Das dauert lange und ich muss da mich jetzt sammeln. Ich muss das Tempo rausnehmen. Ich kann jetzt erstmal nur gehen, bis es mir besser geht. Das ist zu gefährlich. Und das war total komisch, weil das habe ich in dem Rennen so sonst noch nie entschieden. Also ich habe da echt in dem Augenblick mich entschieden, jetzt vernünftig zu sein, nicht zu rennen, sondern meine Stöcke rechts und links zu nehmen und die Höhenmeter hochzuwandern. Ja, diese Serpentinen sind endlos, aber ich habe halt immer nur daran gedacht, irgendwann bin ich oben, irgendwann bin ich oben. Das war alles, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Bloß nicht, dass das Rennen hier vorbei ist, dass ich mir das jetzt verderbe, weil ich nicht vernünftig bin. Ja, in der Touring Zone waren dieses Mal Leute und das, obwohl halt auch keine Bahnen gefahren sind, so ähnlich wie vor 2 Jahren. Die sind halt extra hochgewandert, da geblieben, haben versucht, so gute Stimmung zu machen und es tat mir richtig leid, dass ich das so gar nicht wirklich genießen und mitfühlen konnte. Weil eigentlich liebe ich genau so Stellen im Rennen, aber da ging es mir halt so derart schlecht, dass ich weiß nicht mal, ob ich mir ein Lächeln über die Lippen gebracht habe. Ich war da so konzentriert darauf, einen Schritt vor den anderen zu setzen, dass ich einfach, in dem Moment es leider nicht mal genießen konnte.
Bei mir ist einfach mein Magen oder mein Darm ein Riesenproblem bei den Nachtläufen und ich weiß das und ich arbeite daran und ich versuche alles Mögliche. Und das ist schon schwierig, weil natürlich Ultraläufe haben ganz oft davor oder danach eine Nacht und ich muss das irgendwann in den Griff kriegen. In dem Augenblick wusste ich nicht, woran es liegt. Ich wusste nicht, woher die Übelkeit kam. Ich habe keine Erklärung dafür. Und natürlich ist es dann besonders enttäuschend. Wenn man so hart für was arbeitet, wenn man jeden Tag alles daran setzt, sich zu verbessern, irgendwelche Sekunden rauszuholen und dann ist in einem Rennen das Hauptproblem gar nichts, was mit der Leistung zu tun hat, sondern wirklich körperliche Beschwerden, dann ist es sehr schwer, das zu akzeptieren und sich zu sagen, hey, das sind doch kleine Verbesserungen und ich mache das Beste daraus. Das ist natürlich nicht der erste Gedanke, den man hat. Ja, super, das geht ja super. Da geht's wieder viel besser als unten, oder? An der V8. Bist du wieder besser? Ja, bei der Verpflegungsstation Hochalm war dann von den Medicals die schon Bescheid wusste von meinen Problemen, von ihren Kollegen. Die war auch sehr nett und hat gesagt, hey, du machst einen besseren Eindruck, das klappt schon und das war auch wichtig. Ida, du bockst das, bravo. Du bockst das, bis gleich. Der letzte Anstieg bis zum höchsten Punkt hoch, bevor es nur noch runterging, das war schrecklich. Ich habe mich so gequält, ich habe so sehr mich irgendwie mit irgendwelchen Kräften da hochzuziehen und ja, es war schrecklich. Servus. Da rechts, dann nur noch Abi. Aber es war dann irgendwie verwunderlich, weil kaum war ich oben, habe ich gedacht, jetzt geht's nur noch runter und jetzt gebe ich alles, auch wenn keine Energie mehr da ist. Aber jetzt bremst mich nichts mehr davon, ins Ziel zu kommen und dann lief's. Also der Downhill, der lief noch mal gut und der hat mir auch echt Spaß gemacht. Run, run as fast as you can, wind blowing through your hair. Feel the sound of your heart guide the way to nowhere. I don't feel it's a thing, running deep in my veins, keeping me on edge, I come back to run. Ich fand, in dem Downhill war halt gut, dadurch, dass man da nicht alleine war, konnte man sich halt immer so die Ziele setzen, okay, die Person da vorne hole ich oder okay, ich versuche jetzt, wenn ich überholt werde, mit der Person ein bisschen mitzugehen und das war da schon leichter und natürlich ist es grundsätzlich endlich heller geworden, weil halt so diese tiefe Nacht vorbei war. Ich war schon einfach froh, als Garmisch-Partenkirchen vor mir lag. Ich wusste, bald ist das Rennen geschafft und bald ist vor allem ja, einfach dieses Nachtrennen abgehakt. Ida, Sophie, hey! Ich war in dem Moment schon echt stolz, dass ich in der Nacht für mich die vernünftige Entscheidung getroffen habe. Ich muss jetzt vielleicht 5-6 Kilometer das Tempo rausnehmen und es geht gar nicht mehr um Laufen oder um irgendeine Zeit, aber dafür kann ich dieses Ziel erreichen und das ist relativ untypisch für mich, so vernünftig zu sein. Man muss es ja positiv sehen, also diese ersten paar Stunden hat der Magen ja gut funktioniert. Und an allem anderen muss ich halt weiter arbeiten, bis ich hoffentlich irgendwann den Schlüssel finde. Ich hoffe, dass ich irgendwann einfach diese Nachtrennen machen kann und mich darauf freuen kann und sagen kann, ich habe keine Magenprobleme mehr. Ich glaube, das war schon ein extrem wichtiges Rennen, einfach für die mentale Stärke bei den langen Rennen, wenn mal gar nichts läuft. Trotzdem hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich einfach auch an mein Leistungsvermögen währenddessen gehen kann, dass ich so schnell laufen kann, berghoch, bergunter und im Flachen, wie es nur geht und nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, ich bin gehemmt. Ja, als nächstes laufe ich in 4 Wochen beim Großglockner, auch wieder ungefähr 85 Kilometer. Und dann steht im August der TDS an, mein großes Hauptziel.